Weiter! Ja! Super! Jetzt Achtung! Das waren die letzten 10 Sekunden von unserem Eiger Ultra Trail. Vielleicht waren das gerade die schönsten Sekunden. Aber sie wären nicht möglich gewesen ohne die Stunden und Tage und Monate vorher. Deshalb gehe ich jetzt besser mal zurück auf Los und erzähle die Geschichte nochmal ganz von vorn. Das sind wir. 4 Trailrunner und ein Trailhund. Und wir alle sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Gar nicht so einfach. Was für die eine Herausforderung ist, ist für den anderen Pipifax. Fündig wurden wir dann beim Eiger Ultra Trail. Aber naja, in 2 unterschiedlichen Veranstaltungen. Wir waren ja schon ein eingefleischtes Quintett und hatten monatelang so viele Höhenmeter und Kilometer geschrubbt. Aber es war dann doch klar, den Eiger Ultra machen wir nur zu viert. Denn Elli darf da nicht mitmachen. Und dann ist auch noch die Andrea kurz vor dem Wettkampf ausgefallen. Naja, wenigstens ein Gutes hatte das. So hatten auch wir eine Crew für den E35. Bei der Stadtnummernausgabe gibt es auch eine Rucksackkontrolle für die obligatorische Ausrüstung. Das fühlt sich in etwa so an wie die frühere DDR-Grenzkontrolle, nur schon sehr viel freundlicher. Aber sie sind auch streng. Wir hatten aber super gepackt und wahrscheinlich hat die Dame am Kontrolltisch auch schon unseren Blog gelesen. Es gab auf jeden Fall keine Beanstandung. Und dann hatten wir plötzlich die Stadtnummer in der Hand. Und das hat unsere Aufregung nur noch mehr verstärkt. Zum Abendessen waren wir dann endlich komplett. Auch Amelie und die Großeltern waren angekommen. Jetzt noch schnell essen und dann genauso schnell schlafen. Denn die Nacht war kurz, auch für die Nichtläufer. Um Punkt 4:30 Uhr hat es gescheppert, als ob Grindelwald explodieren würde.
Fast hätte ich Erik übersehen. Hinter ihren Stirnlampen sehen die Läufer doch alle sehr ähnlich aus. Erik war jetzt also auf der Strecke. Aber irgendwie lief es nicht rund. Und das trotz der guten Vorbereitung und obwohl der Lauf erst wenige Kilometer alt war. Er hat seinen Puls nicht unter Kontrolle bekommen. Während das Team E35 noch gefrühstückt hat, waren mittlerweile auch Amelie und die Großeltern auf dem Weg hoch zum First. Sie haben aber den bequemeren Weg genommen. Ich krieg den Puls nicht runter. Ja. Ersten 2 Stunden Leute zu schnell. Ja. Und jetzt geht so halbwegs. Dann waren auch wir dran. E35. Und das, obwohl Katrin eigentlich nur Tennis spielen wollte. Ja, wir beide. Ich grüße meinen Tante in der DDR. Wo ist hier der Tennisplatz? Ich bin hier falsch. Hier falsch, ja. Hier ganz falsch. Eine Minute bis zum Start. Ein 300er Trail E35. Mir bleibt nichts anderes mehr zu wünschen. Einen wunderschönen Trail hier in der Jungfrau-Region. Genießt das Rennen. Aber schon nach 2 Kilometern sind wir im Stau gestanden. Verdammt, ich machte mir wirklich Sorgen um den Cut-Off in Wengen und vor allem auf den männlichen. In Wengen erwartete uns Andrea mit Teleobjektiv, Tabelle mit Durchgangszeiten und natürlich mit aufmunternden Worten. Wie wichtig das war ihr und uns gar nicht so klar. Denn der nächste Berg zeigte sich erst, nachdem wir einmal durch Wengen durchgelaufen waren. Es wurde jetzt verdammt steil. Zeit konnten wir uns jetzt keine mehr lassen. Vor allem ich hatte Hummeln im Hintern, weil ich auf einem Schild gelesen hatte, männlichen 3 Stunden. Aber wir hatten doch nur knapp 2 Stunden bis zum Cut-Off. Und dann war da plötzlich die Gipfelstation vor uns. Und auf den letzten Metern wurden wir nochmal kräftig angefeuert.
Andrea ist gleich nach der Verpflegung Station Wengen in den Zug gehüpft, in Richtung Kleine Scheidegg, zusammen mit einigen 100 Chinesen. Von der Kleinen Scheidegg aus suchte sie zuerst mal den Weg nach uns ab. Ob wir wohl den Cut-Off am Männlichen erreicht hatten? Jetzt mussten wir uns noch mal gut verpflegen, denn als nächstes sollte es auf die berüchtigte Eigermoräne gehen und der Weg zum nächsten Verpflegungspunkt war lang. Und auch für Andrea ging es schnell weiter. In die Jungfraubahn, sich weiter orientieren, Meldung an die Schwiegermutter abgeben. Leider bekam sie von Amelie Meldungen, die wirklich deprimierend waren. Erik hatte richtig Probleme. Erik ging es gar nicht gut. Der Magen rebellierte, er war mehrfach gestolpert und dann war irgendwann auch der Sturz nicht mehr zu vermeiden. Läufer überholten ihn und das alles schon auf der ersten Hälfte. Burg Lauenen, Halbzeit. In diesem Fall der sprichwörtliche Tiefpunkt. Wie soll man unter den Voraussetzungen nochmal 50 Kilometer und 3000 Höhenmeter schaffen? Aber Amelie ist in dieser Situation zum Crew Chief gewachsen. Sie sagte 4 Worte. Papa, du schaffst das. Papa, du schaffst das. Damit schickte sie Erik auf die zweite Hälfte. Und wir haben uns vor dem Objektiv von Andrea die Eigermoräne hochgekämpft. Auch wenn es vielleicht flacher aussieht, es sind bis zu 30% Steigung, im Durchschnitt 25%. Wirklich steil. Aber was machte Erik? Was kaum zu glauben war, der Pep-Talk von Amelie hatte geholfen. Langsam aber sicher erholte er sich, auch wenn man sich bei solchen Anstiegen nicht wirklich erholen kann. Aber es ging ihm besser. Plötzlich war aus dem E101 für ihn wieder ein Rennen geworden.
Und wir? Wir waren jetzt sozusagen über den Berg. Jetzt musste der Kopf beschäftigt werden, mit der einen oder anderen Gedenktafel. Ja. Ja, genau. Ah, das ist die Route, die Besteigungsroute, die klassische. Die zeigen sie hier. Genau. Hinterstoißer Quergang, das ist das, wo Toni Kurz für uns unser. Irgendwo hängt er noch, oder? Wenn man dieses Gestammel hört, das ich hier abgebe, dann ist klar, mein Blut war fast vollständig aus dem Gehirn in die Beine geflossen. Dort wurde es jetzt mir gebraucht. Dann waren wir in Alpiglen. Cut-off war kein Problem mehr. Wieder Verpflegungspunkt. Wieder war Andrea da. Leider meldete sich bei Katrin auch eine Migräne. Jetzt war es schwierig zu steuern. Noch genug Gas geben, um den Kreislauf oben zu halten, aber auch nicht zu viel. Jetzt ja nichts mehr riskieren. Wir wollten unbedingt das Finish. Wir mussten nochmal um den Talkessel von Grindelwald herum und hier und da konnte man schon den Zielsprecher hören. Sie hat ja gesagt, wenn wir auf dem männlichen sind, haben wir das Schlimmste hinter uns. Und dann kam ja dieses Ding zum Eigergletscher hoch. Und das war so steil, das war so steil. Da haben aber echt alle gekotzt. Da waren Also die gekotzt, haben ja. sich da hochgezogen, da ist keiner mehr gelaufen, außer dem Kleinen da. Ne? Ja. Der erste vom Und auch Erik war jetzt auf dem Heimweg. Es ging fast nur noch abwärts, für ihn aber aufwärts. Jetzt konnte ihn nichts und niemand mehr aufhalten.
Beste unterwegs, Stammhebel. You made it! Letzte Unglaublich. 101 Kilometer. Eine erste Hälfte, in der nichts gepasst hatte, und dann die Wiederauferstehung im zweiten Teil. Und noch eins wird mir von diesem Tag immer in Erinnerung bleiben. Als wir nach dem Abendessen auf den Balkon gegangen sind, waren gegenüber am Berg so viele Lichter, wie Glühwürmchen. Es waren die vielen Läufer, die immer noch auf der Strecke waren, teilweise bis zum nächsten Morgen. Sie aus Japan, er aus Deutschland, herzliche Gratulation. Congratulations, Yukari Kinoshita und Erik Trollinger. Und die Yukari, unglaublich, 100 Kilometer entweichen und dann am nächsten Morgen springt sie, wie nichts gewesen wäre, aufs Podium. Wow. Und da sind sie in die Top 3. Noch einmal herzliche Gratulation. Erik Trollinger, Emal Kumpel und Ottmar Winter, das sind die Top 3 Herren. Yukari Kinoshita, Janine Rös und Jeanette Odermatt. Leider abwesend bei den Damen. Dennoch einen riesigen Applaus. Herzliche Gratulation. Wahnsinn. Dritter seiner Wettkampfklasse. Obwohl sein längster Wettkampf vorher gerade mal 52 Kilometer lang war. Und trotz der verkorksten ersten Hälfte. Für Erik war der E101 alive in one day.